Hallo, liebe Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zum dritten Teil der Reihe Alles um die kurze Noppe mit Nico Popal. Wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gesehen habt, schaut diese gerne vor diesem Video an. Sie sind in der Infobox verlinkt. Ansonsten viel Spaß mit diesem Video, in dem es konkret um Aufschlag-Rückschlag mit und gegen kurze Noppen gehen wird. Lasst gern ein Abo da und schreibt einen Kommentar, wenn ihr Fragen an Nico oder an mich habt. Ich komm nicht durch. Ja, jetzt haben wir ja viel über die Noppe geredet, denn das Spielsystem erstmal klar ist, also du kriegst den Ball lang in die Rückhand. Aber wie probierst du ganz gezielt im Aufschlag-Rückschlag-Bereich die Noppe störend einzusetzen? Vielleicht worauf musst du achten? Das ist komplex. Es hängt immer auch vom Gegner ab, was wirkt und was nicht wirkt. Wenn man sein eigenes Spielsystem ein bisschen finden will, muss man auch gucken, wie sicher ist man zum Beispiel im Block. Wenn man mit Noppen spielt, mit denen man sich extrem sicher fühlt, dann kann es zum Beispiel Sinn machen, einfach viel lang zu schupfen. Tief mit Schnitt, gar nicht zu kurz, sondern dass man selber noch anfangen muss, sondern tief in die Ecken zu schupfen, um dann sicher zu blocken. Das kann eine Möglichkeit sein. Wenn man aber sich nicht, oder auch wenn man zum Beispiel lange Noppen hat oder absticht oder so, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn man sich da vielleicht nicht ganz so sicher ist mit dem eigenen Block oder der Gegner zu stark angreift, dann muss man versuchen, entweder ein bisschen aktiver selber zu spielen, mit der Vorhand vielleicht, wenn man auf der Rückhand die großen Noppen hat, oder ein bisschen mehr kurz zu legen oder auch mehr zu flippen, dass man ein bisschen aktiver wird oder es zu mischen mit langen Aufschlägen. Das muss man für sich selber rauskriegen. Ist so reinheben über dem Tisch, also der Gegner macht einen Aufschlag, so ein bisschen ins Halbfeld, in die Rückhand. Reinheben, Schnitt mitnehmen, ist das eine Option für die Noppe? Schnitt mitnehmen, ja, wenn da einiges vorgegeben wird. Also so ein ganz leerer Aufschlag, da kann es zu einfach sein, wenn man den einfach so reinspielt. Dann kann es sehr, sehr schnell werden. Man ist so ein bisschen passiv. Ja. Wenn der Gegner aber mit viel Seitschnitt arbeitet, oder mit viel Rotation irgendwie auflegt, dann kann es sein, dass man, wenn man den Noppen ganz schnell rangeht, der sehr unangenehm springt. Ja. Vielleicht sogar sehr leer. Und die Gegner über den Tisch ziehen. Wenn man ganz schnell rangeht und den einfach nur so mitnimmt, den Unterschnittaufschlag zum Beispiel, ist ein bisschen wie ein Umkehrschnitt beim langen Noppen. Es ist abgeschwächt der Effekt, aber es gibt ihn so ein bisschen. Wir haben ja jetzt auch viele Bälle gespielt. Also, gab es so ein paar Sachen, wenn wir jetzt 2-2 Aufschläge gemacht haben, die du explizit angewendet hast, um gegen mich gut durchzukommen? Also ich kann mich zum Beispiel jetzt, oder ich habe gemerkt, dass du mich aktiv auf dem Ellbogen beim zweiten Ball wirklich oder auch beim ersten Ball schon sehr gut erwischt hast. Und das in Kombination mit der Noppe war für mich super eklig. Da hast du mich sehr gut erwischt. Das ist extrem hart für die Beine, sich gut hinzustellen. Im offenen Ballwechsel fand ich es teilweise sogar okay, auf die Noppe zu ziehen, weil der Ball nicht ganz so viel Kick und nicht so viel Geschwindigkeit bekommt. Ich gebe ja schon viel Power rein und du nimmst eher so ein bisschen wieder die Power raus. Genau. Aber extrem, also was du auch gesagt hast, vorhin früh den Ball nehmen, auf Ellbogen platzieren oder weit in die Vorhand, das ist tödlich gewesen. Erziehung ist gerade gegen Spieler wie dich sehr, sehr wichtig, weil du starke Schläge mit beiden Seiten hast, gute Technik, viel Spin, viel Tempo. Sollte man nicht zu viele Bälle in den ganz einfachen Bereich hin spielen, sondern doch ein paar Bälle, du bist auch ein großer Spieler, ein bisschen auf den Ellbogen und auch ein bisschen die Ecken suchen oder hier anfangen und dann in die Ecke übergehen, aber nicht immer direkt da anfangen. Das ist schon wichtig. Also wenn man gegen Spieler spielt, der zum Beispiel aber eher vorhandorientiert spielt, ne, der viel mit der Vorhand abdecken will, dann kann es auch als Kurznoppenspieler sehr wichtig sein, tief in die Ecken zu spielen. Ja. Also vielleicht nicht Grundlinie, sogar Seitenlinie, tief in die Vorhand und dann den Noppenblock vielleicht tief in die Rückhand. Da kann es genau andersrum sein. Aber du bist ja beidseitig orientiert, beide Seiten sehr gut. Muss man schon gucken. Ist schon. Ja. Aber regt mich auch wirklich aus dem Konzept, wenn die Noppe dann ins Spiel kommt oder mal dieser Kickblock, also genau dieses aktive Wechsel auf dem passiven Spiel. Und vor allem auch, wenn du schubst. Das sind auch nochmal zwei verschiedene Bälle. Wenn du den mit der Noppe zurückspielst oder mit dem glatten Belag. Ja. Da kriege ich meinen schönen Schnitt. Also auch wenn relativ viel Schnitt drin ist, kann ich dann ganz gut eröffnen. Wenn du mit der Noppe spielst, der springt viel schneller auch auf meiner Seite. Der kommt so schnell auf mich zu. Da muss ich relativ schnell sein, gucken, dass ich einen guten
guten Balltreffpunkt habe und nicht Kante treffe. Das passiert sehr oft. Genau, weil er bis einer springt. Ja. Der springt so nach vorne und nicht so einfach oder kickt dich so ein bisschen an. Ja. Ist nicht ganz berechenbar. Ne? Ja. Und der Vorhandball kann dann vielleicht ein bisschen schnittiger sein, kann dann aber auch wieder unangenehm sein, wenn man vorher den anderen ein paar Mal gehabt hat. Ja. Es gibt Leute, die versuchen es zu lösen, indem sie alles in eine Seite spielen. Alles in die Rückhand, um die an Noppe zu gewöhnen. Wenige versuchen es auch mal, alles über den Glackenbelag zu spielen. Ich glaube, die Mischung macht's, aber ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Spielern, dass es, wenn die wirklich richtig große Probleme auf der Rückhand haben, dass es dann schon ein gutes Mittel ist, zu sagen, 70% der Bälle probiere ich über den Glattenbelag abzuwickeln. Ja. Da weiß ich erstmal, was ich bekomme und die 30% probiere ich irgendwie auf den Tisch zu spielen. Ja, das ist wahrscheinlich, Kann schon sein. vielleicht Aufschläge auch in die Vorhand zu machen, dass man nicht die Noppe als Rückschlag bekommt. Auch deswegen habe ich Material gewählt, wo ich auf der Vorhand auch sehr stabil bin, wo ich auch einen sehr flachen Ballabsprung habe und da eigentlich auch in Not immer gut schupfen kann, Ja. flippen kann, ohne mich da groß geistig mit zu beschäftigen in dem Augenblick, dass ich da keine Schwäche habe. Aber es kann Spieler geben, die zum Beispiel sehr modernes Material auf der Vorhand spielen, so wie diese ganzen Tenergy 05, Digmix, die sind schon ein bisschen anfälliger eventuell auch mal auf Rotation, dass man gegen solche Spieler dann dahin eher aufschlägt. Wenn die mit den Noppen gut annehmen. Ja. Muss man auch immer dann bewerten, ne? Wie denn der andere Spieler vielleicht auch wirklich ganz individuell, wo der Spieler seine Stärken, Schwächen hat. Ich glaube, da so eine Universallösung Kann ich sagen. gibt es eigentlich nie, ne? Man merkt das ziemlich schnell, hat er die Noppen nur, um eine Schwäche zu verdecken, um die eigentliche Vorhand ins Spiel zu bringen, oder spielt er mit der Noppe aktiv, gerne und gut, ist es vielleicht sogar eine Stärke. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Unterschied. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und da muss man wirklich ganz gezielt und sehr aufmerksam sollte man, glaube ich, gegen Noppenspieler spielen. Vielleicht nicht so Schema F runter wie gegen eine glatte Belege. Da weiß ich, da will ich als erstes ziehen, will ich gegen Noppenspieler auch, aber dann nochmal mit ein bisschen mehr Grips beim Topspin, dass man überlegt, wo will ich den jetzt aktiv hinziehen. Kann auch mal sein, dass es gut ist, zurückzuschupfen. Ja. Dass der mal anfängt. Vielleicht kann er es denn gut, kann er es nicht? Können wir auch rauskriegen. Ne? Vielleicht kann der gar nicht so gut eröffnen, der Noppenspieler. Ja. Wenn er es kann, okay. Kann man auch überlegen, lange, schnelle Aufschläge, ne, teilweise in die Rückhand dann zu machen. Genau. Und dann erstmal zu gucken, liegt ihm das oder gefällt ihm doch eher der halblange Ball oder kurze Ball in der Rückhand besser und dann gezielt die Schwächen anspielen. Auch da hängt es wieder davon ab, wie gut kommt man selber dann damit klar. Wie gut kommt man selber mit dem nächsten Ball klar. Du hast zum Beispiel, wir haben ja eben gespielt, hervorragende lange Aufschläge. Die kannte ich gar nicht von dir, die waren echt top. Sind neu. Und auch wirklich tief in den Ecken, sehr viel Schnitt, sieht nach Seite aus, aber es ist Seitenunterscheid, ist richtig gut. Muss man natürlich auch können. Ne? Wenn man jetzt sein Spielsystem nur ändert, um den Noppenspieler zu stören, kann es auch sein, dass man selber Probleme kriegt. Das stimmt. Das ist ein Abwägen. Ja, darf man nicht zu viel umstellen, also ein bisschen treu sollte man der Linie auch bleiben. Ja. Man kann auch manchmal probieren, aktiv geraden Schnitt zu spielen, damit man nicht geraden Unterschnitt, geraden Überschnitt und diese Seitschnittbälle auf die Noppe zu vermeiden. Ich habe es jetzt gemerkt, wenn ich dir Seitschnitt gebe, du den anziehst oder zurückspielst, kriege ich auch immer diesen Seitschnitt zurück. Noch viel mehr als bei einem glatten Belag. Und das habe ich nicht so das finde ich dann noch ein bisschen ekliger. Ja. Und deswegen habe ich dann noch mal vielleicht öfter Kante getroffen. Für mich wäre es wahrscheinlich das System, dass ich schon mehr mit geraden Unterschnitt auf Vereinfachen ein bisschen. Auch. Ja, das vereinfache ich mir das Spiel. Ich mache es dir, glaube ich, gar nicht schwerer. Dadurch, dir ist es egal, ob du Seitschnitt bekommst, aber für mich ist der nächste Ball einfach ein bisschen besser. Ja. Genau, so muss man oder kann man da vielleicht auch rangehen, dass man überlegt, was möchte ich zurückbekommen und gar nicht, wo macht der Gegner direkt einen Fehler, sondern Genau. wie Nächsten Ball denken. was möchte ich haben, was möchte ich vielleicht unter keinen Umständen haben. Diese ekligen Seitschnittbälle von dir, die will ich eigentlich vermeiden und deswegen eher gerader Schnitt, vielleicht auch auf Vorhand und dann gucken, wo man den ersten Topspin spielt. Ja. Ja, ich würde sagen, das waren jetzt genug der analysierenden Worte von unserer Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem Video mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch Interesse, meine kurze Noppe zu probieren. Vielleicht habt ihr jetzt aber auch ein bisschen besseren Plan, wie ihr gegen kurze Noppe spielt. Genau, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir danken, also ich und TT-Test danken ganz herzlich Nico, dass er sich die Zeit genommen hat und auch, dass er das so toll erklärt hat. Dankeschön. Ja, und genau, wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir vielleicht wieder einen Belag für euch testen, aber auch neue Spielsysteme auschecken. Bis dahin, ciao. Ciao.